Und die Aufnahme läuft. And live on Facebook. And feel free to share it to all the German-speaking Facebook groups. Und ihr seid herzlich eingeladen, das in alle möglichen Facebook-Gruppen zu posten und zu verteilen. Ja. Okay, we are going, woohoo, we're going live. Ja, wir sind live. Hi everyone. Hallo, ihr Lieben alle. It's Lisa Benitz, the Space Whisperer and founder of Creating Conscious Spaces. Today we are talking about creating for the future with spaces. Hallo, hier ist Lisa Benitz, die Raumflüstererin und Gründerin von Kreieren bewusster Räume. Und wir sprechen heute über das Kreieren der Zukunft mit euren Räumen. So any of you that are listening to this live through Facebook, so wenn auch immer jemand euch also der jetzt da das Live sich ansieht über Facebook, know that you can actually look at the link below and invite us to be invited in as a participant with this call. Ihr könnt uns quasi dazu einladen und also auf den Einladungsknopf drücken in Facebook und ihr könnt live mit dabei sein bei diesem Call. So, I'm excited. How many people love the space that they're currently living in? Also ich bin schon aufgeregt. Und wie viele von euch lieben den Raum, den sie momentan gerade bewohnen oder wo ihr momentan gerade lebt? Ihr dürft gerne die Hand heben oder Zeichen geben. Oh. Okay, hold on. I'm gonna have. Woo, woo, sneeze. Bless you. So, okay, Saskia. So tell me, you can unmute yourself. What about your space do you not like? Was gibt es an deinem Raum, das du nicht magst? Yeah, I want to move. Ich möchte umziehen. Yeah, the flat is somehow falling apart. It's more and more to repair and it's like it wants to kick me out or something. I don't know. Also in der Wohnung gibt es immer mehr und mehr zu reparieren und zu tun. Es fühlt sich gerade so an, als würde mich die Wohnung rausschmeißen wollen. So how awesome is that you've just created? Also wie großartig ist es, dass du gerade das kreiert hast? So did you hear everyone that she talked about moving? She wants to Yes. move. Habt ihr alle gehört, dass sie umziehen möchte? So let me ask you something. When you get out of bed in the morning, does your body move to go to the bathroom? Wenn du in der Früh aufstehst, bewegt sich dein Körper oder ja, bewegst du dich dann ins Badezimmer? Does your body move to go from the bathroom to the kitchen? Yeah. Bewegt sich dein Körper, wenn du vom Badezimmer in die Küche gehst? What, Saskia? You're already moving. Ja, Yay! That's cool. Du bewegst dich ja schon. Okay, then that you're moving. Every one of you is moving every single day. Also dann erkennt bitte an, dass jeder einzelne von euch sich bewegt. I just have to add something because the word move or to move has in German two different meanings. The one is really to move to another apartment and the other one is just to move around. So I have same in English. Yeah. Yeah. So when we assume when things are falling apart, also wenn wir davon ausgehen, dass Dinge auseinanderfallen, what if everything in your life is actually falling together? Was ist, wenn alles in deinem Leben quasi nicht auseinanderfällt, sondern an den richtigen Platz fällt? So spaces have a conversation with us each and every day. Also Räume haben jeden einzelnen Tag wirklich eine Konversation mit uns. What does it want to say?
What does it want from me? Also was möchte meine Wohnung von mir? Was sagt sie denn? So this is great. Saskia is willing to play here. Saskia, yeah. So what is it that you desire for your future? Es ist großartig, dass Saskia jetzt mit uns spielen möchte. Also was ist es, Saskia, das du dir für deine Zukunft wünschst? Yeah. If I'm honest, it's another place to live with a nice view and another place. Yeah. Okay, so I'm going to call bullshit on this, and I'm going to actually say, what is it that you and your body and your beautiful cat desire for your life going forward? Wenn die Saskia ehrlich ist, um die erste Frage zu beantworten, sie hätte einfach gern einen schöneren Platz zum Leben mit einer besseren und schöneren Aussicht. Und die Lisa hat gesagt, das ist einfach Bullshit. Was ist es, was du dir wirklich wünschst für dich, für deinen Körper und für deine wunderbare Katze? Okay, then it's a more nurturing space. Also einen viel nährenderen Platz. Okay, so beyond the space. Okay. Über den Raum hinaus oder den Platz hinaus. These spaces, just so everyone is very clear on this, spaces are a reflection of what is going on or not going on in our lives. Also die Räume sind ein Spiegel dessen, was in unserem Leben passiert oder eben nicht in unserem Leben passiert. It's like an X-ray into your life. Es ist wie ein Röntgenbild deines Lebens. So. Yeah, it's not matching anymore. It's like also es passt einfach nicht mehr. Yeah. So what is it that you're desiring with your relationships, your business, your health, your body? So, was ist es, was du dir wünschst für dein Business, für deine Gesundheit, für deinen Körper? I'm quite happy, but only my space is not working. It's very funny. Also, ich bin eigentlich sehr, sehr glücklich, aber meine Wohnung passt einfach nicht mehr für mich. So okay. And more expansion then, maybe. Ja, vielleicht einfach, dass ich mich mehr ausdehnen kann. So again, there's always something that you would desire for your life and living that you're not willing to yet acknowledge. Mhm. Also nochmal, da gibt es sicher noch etwas, was du dir für dein Leben wünschst, was du noch nicht anerkennst. And so our bodies are constantly changing and regenerating cells every single night. Also unsere Körper verändern sich und regenerieren jede einzelne Zelle jede Nacht. And spaces are also living and breathing. And yes. Und unsere Räume leben und atmen genauso. And so would you be willing to acknowledge that your spaces, also wärst du bereit anzuerkennen, dass deine Räume, as things are showing up that are requiring being addressed, also dass jetzt auch Sachen auftauchen, die es benötigen, dass man sie anschaut, that they're actually having this little conversation going over here, dass die eigentlich jetzt mit dir im Gespräch sind und sagen, hier, schau her. And wherever they're desiring to be looked at is also a reflection of an area of your life that you're not willing to look at for yourself. Und wo auch immer das jetzt in deiner Wohnung ist das auch ein Spiegel dessen oder eines Bereichs in deinem Leben, wo du nicht bereit bist, gerade hinzuschauen. So my question to everyone here that's either listening live or afterwards is, what areas of your life are you not actually willing to look at?
Also meine Frage an euch alle, die jetzt live dabei sind oder sich das später anschauen. Welchen Bereich in eurem Leben seid ihr nicht bereit, euch anzuschauen? Are you willing to take off your blinders? Seid ihr bereit, eure Scheuklappen abzunehmen? Yeah. So oftentimes we say, oh, no, we're happy. Everything is good to go, just like this. Manchmal sagen wir, oh nein, wir sind glücklich, es passt alles so, wie es ist. So again, I'm going to call bullshit. Und ich sage wieder, das ist Bullshit. It's the willingness to say, you know what? What if it could be even greater than what I have today? Und es ist die Bereitschaft zu sagen, okay, was, wenn es sogar noch besser wäre als das, was ich jetzt habe? So if we've already determined that the space that we're in has many, many problems. Also wenn wir schon beschlossen haben, dass der Platz, an dem wir leben, ganz, ganz viele Probleme hat. And the best thing to do is get out, move. Und das Beste, was man tun kann, ist einfach rauszugehen und umzuziehen. I'm going to invite everyone to just stop and breathe. Lade ich euch alle herzlich dazu ein, einfach nur aufzuhören damit und zu atmen. And ask yourself, how many times in my life when things seem to go like, in many ways, things seem to, it's like shit happens. Ja, das ist so eine Situation, wo man einfach sagt, ja, okay, shit happens. Also das muss ich jetzt, glaube ich, nicht übersetzen. Oh, I like how that just translates. Yeah. German, Yeah. English. Yeah. It's a common phrase, you know. It's a common phrase. So, Yeah. So instead of just saying as soon as shit happens that you just leave. Also anstatt zu sagen, sobald jemand Scheiße baut oder du Scheiße baust, einfach nur zu gehen. I'm going to invite you to now take off the rose-colored glasses. Lade ich euch dazu ein, jetzt mal die rosarote Brille abzunehmen. And acknowledge that the universe keeps showing you time and again that there is something that you're not willing to see that is asking to be seen today. Und ich lade euch ein, das einfach zu sehen, dass das Universum euch dazu einlädt, immer wieder genau diesen Punkt euch anzusehen, wo ihr bisher nicht bereit wart hinzuschauen, und zwar heute. So let me share something with all of you. Ich möchte gerne etwas mit euch teilen. You think that you connected with me because of whoever Lisa is. Ihr glaubt, ihr habt euch mit mir jetzt verbunden, weil es eben Lisa ist oder wer auch immer sie ist. Ja? That's not the case. Das stimmt so nicht. Your spaces asked you to come to the call. Eure Räume haben euch gebeten, zu diesem Call zu kommen. Yeah. So how cool are your spaces that are saying, help me, help me? Also wie cool sind eure Räume, dass sie sagen, hilf mir, hilf mir. Yeah, because guess who's being the dum-dum out there? Dann ratet mal, wer der Dum-Dum draußen ist. We are the dum-dums when we choose not to listen to our spaces. Ja, wir sind diejenigen, wenn wir es wählen, nicht unseren Räumen zuzuhören. So the gift of this is that for the very first time, you're willing to acknowledge that your space has a conscience. Also das Geschenk darin, wenn ihr das erste Mal wirklich bereit seid anzuerkennen, dass eure Räume auch ein Bewusstsein haben. And all of our spaces are willing to co-create with us for the future that we desire. Und all unsere Räume sind willig, mit uns gemeinsam Code zu kreieren für die Zukunft, die wir uns wünschen. How cool is that? Wie cool ist das bitte? So every one of you, this is no coincidence or sort of message from the gods. Also das ist kein Zufall hier oder irgendeine Nachricht von den Göttern.
your spaces are having a conversation with you and they're like showing up with things breaking down and water leaking, dishwashers breaking, fences falling. Und eure Räume haben einfach wirklich eine Konversation mit euch, in dem, ich weiß nicht, irgendwo ein Wasserrohrbruch ist oder ein Zaun umfällt oder der Geschirrspüler plötzlich Wasser verliert oder sonstiges. So the gift of a Creating Conscious Spaces class Also das Geschenk eines Kurses für Kreieren bewusster Räume is we actually play with your spaces. So it's hands-on, interactive, playful, and we get you out of your shit. Ist, dass wir wirklich mit euren Räumen spielen. Das heißt, es ist wirklich, genau, der Stefan zeigt es gerade her, das Handbuch in die Hand nehmen und wir arbeiten wirklich mit euren Räumen, um euch aus dem Dreck zu holen. So, is this not cool, Saskia? Ist das nicht cool, Saskia? It's not what we imagine, guys. Es ist nicht das, was wir uns vorstellen. And you're probably going, well, who are you anyway, Lisa? Und ihr denkt euch, und wer bist du so überhaupt, Lisa? I have had an awareness and an intuitiveness, or whatever you can call it, psychic, intuitive. Spaces have talked to me as though I'm having a conversation with you since I was a little girl. Seit ich ein kleines Kind war, haben Räume mit mir gesprochen. Es war egal, ob, wie man jetzt sagt, intuitiv oder hellseherisch oder was auch immer. Also ich spreche mit Räumen. And every one of you has this capacity. Und jeder einzelne von euch hat diese Fähigkeit auch. Yeah, it's a total inspiration to actually start receiving from the space or to start communicating with it. Eine totale Inspiration, mit Räumen zu kreieren und mit Räumen zu sprechen. So how many of you had a tree fort or played house or did something cool with spaces as a kid? Also wer von euch hatte als Kind ein Baumhaus oder ein Spielhaus oder hat irgendetwas Cooles mit Räumen gemacht? Played in the sandbox. Oder eine Sandkiste. On the beach. Am Strand. You have an awareness. Kids are so intuitive. They have an awareness around their spaces, as do, by the way, animals, cats, dogs, horses. Kinder haben einfach ein großartiges Gewahrsein, wenn es um Räume geht, genauso wie Tiere, also Hunde, Katzen, Pferde. Yeah. So I noticed here, there's somebody that had a question in Facebook and that she believed that, oh, wow. Oh, this is beautiful. She believes that sympathy creates receiving. It's sort of like, aww. Also jemand auf Facebook hat eine Frage geschrieben und sie findet das jetzt gerade großartig, also dass diejenige glaubt, dass Sympathie Empfangen kreiert. So how many of you go around and whine and complain about your spaces are falling apart? I'm always doing work. Everything seems to be falling apart. Wie viele von euch gehen herum und jammern und raunzen auf gut Wienerisch, dass alles kaputt wird und alles auseinanderfällt und ich arbeite ja eh so hart daran. Weh. Guess what? That's what you're going to continuously create over and over again. The same old shit. Ja, und ratet mal, genau das kreiert ihr immer und immer und immer wieder. Immer diese alte Scheiße. Scheiße. Oh. Ja, shit. Hey, I like that word. In German, Scheiße. See, when we create Scheiße, it starts to stink. Also wenn wir Shit kreieren, dann fängt es an zu stinken. So who likes to smell? Wer liebt diesen Geruch? What spaces are starting to stink? Welche Räume fangen an zu stinken? Do
Stinky spaces invite more people and relationships and businesses and money. Laden stinkende Räume mehr Leute ein und kreieren Beziehungen und führen zu mehr Geld. So it's the willingness to get out of all these stories and the whining. Das ist die Bereitschaft, eben aus all diesen Geschichten auszusteigen und aus dem Jammern. And get off your asses. Und den Hintern hochzukriegen. Get out of your excuses. Raus aus den Entschuldigungen und Ausreden. And start co-creating with your spaces. Und fangt an, mit euren Räumen Code zu kreieren. And yes, Saskia, even the spaces that we have determined are no longer good for us. Auch mit den Räumen, von denen wir schon beschlossen haben, dass sie nicht mehr gut oder gut genug für uns sind. When we can flow gratitude, and I flow gratitude every day to my space. Wenn wir Dankbarkeit in unsere Räume fließen lassen, und ich mache das jeden Tag. In fact, I take my space with me everywhere I go. Und ich nehme meine Räume überall hin mit, egal wohin ich gehe. And so it co-creates for the future that I'm desiring every day. Also ist es eine Co-Kreation für die Zukunft, die ich mir wünsche, und das täglich. Okay, so everyone put your hand up. Jeder nimmt die Hand hoch. Even Carrie, Claudia and Alex, who's staying quiet, they're not showing. Auch die man nicht sieht und die leise sind. And will you commit to flowing gratitude 24/7 to your beautiful spaces? Committet ihr euch dazu, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Dankbarkeit in eure Räume fließen zu lassen? You stroke the walls. Ihr streichelt die Wände. The floors with your feet. Die Füße mit die Böden mit euren Füßen. Dance in your spaces. Tanzt in euren Räumen. When you bring this happy, yummy energy into your spaces of joy and gratitude, Wenn ihr diese großartige Energie von Fröhlichkeit und Dankbarkeit in eure Räume bringt, that's what you're going to draw into your life, guys. dann ist es genau das, was ihr in euer Leben ziehen werdet. So, for those of you that are going, I desire more money. Für die von euch, die sagen, ich wünsche mir mehr Geld. Okay, who desires more money? Come on. Come on. I know you do. Well, as long as you have a stinky space and you're not willing to look at all the shit. Solange ihr einen stinkenden Raum habt und nicht bereit seid, euch die ganze Scheiße anzuschauen. More money, more business, more yummy relationships are not going to show up with complete ease. Werden tolle Beziehungen und mehr Geld sicherlich nicht mit Leichtigkeit zu euch kommen. So, just a few little tools. So einige kleine Werkzeuge. Take off your blinders. Nehmt eure Scheuklappen runter. Look at your spaces as though it was for the very first time. Schaut euch eure Räume an, als ob ihr sie zum ersten Mal sehen würdet. How many of you tidy up your spaces before people come over for dinner? Wie viele von euch machen sauber und räumen auf, bevor Leute zum Abendessen kommen? Come on, I know you do. Right? Yeah. And how many of you get your houses ready for sale and you fix all the things that you've been waiting to fix for the last 15 years? Und wie viele von euch bereiten eure Häuser vor zum Verkauf und es wird alles repariert, worauf ihr in den letzten 15 Jahren gewartet habt? If you are not willing to honor your spaces each and every day, wenn ihr nicht bereit seid, eure Räume jeden einzelnen Tag zu ehren, it will show up in so many ways where you're now getting frustrated, pissed off, and blaming your space for not doing what it's supposed to do. Dann wird es auftauchen, indem ihr frustriert seid und wirklich grantig seid und ihr werdet eure Räume dafür beschuldigen, dass sie nicht das sind, wofür sie eigentlich da sind.
So it's sort of like the person that has the dog that barks and jumps up and everybody blames the dog. So es ist wie die Person, die einen Hund hat, der die ganze Zeit bellt und hochspringt und jeder beschuldigt den Hund. Let me give you a little piece of advice. It's never the dog or the space's fault. It's the dum-dums that live there. Lasst mich euch einen Rat geben. Es ist niemals der Hund oder der Dum-Dum, der in den Räumen lebt. And I say dum-dum with love, by the way. Sondern der Dum-Dum, der in den Räumen lebt oder der den Hund besitzt. Und ich meine Dum-Dum wirklich liebevoll. So, are you willing now to start to co-create with your spaces? Seid ihr nun bereit, wirklich anzufangen, mit euren Räumen zu kreieren? Oh, this is so sweet. Saskia says this is too much fun. We don't have fun in classes, Saskia. Die Saskia sagt, es ist so lustig. Aber Saskia, glaub mir, wir haben keinen Spaß in den Kursen. So, okay. Are there any questions we have Oswald, we have Elizabeth, Denise, Colleen, Carrie, Claudia, and Alex. Any questions? So, ihr Lieben, deren Namen alle genannt wurden jetzt, habt ihr Fragen? Don't be shy. Seid nicht so scheu. Okay, mache ich. Hallo. Hallo, Denise. Ich habe vor 2 Jahren meine Küche umgebaut, also eine neue Küche rein. 2 years ago, I got a new kitchen. Ooh. Aber ich habe es bis heute nicht geschafft, den einen Teil von der Decke zu machen. But until today, I could not finish one part of the ceiling. Ich habe da ganz spezielle Wünsche. I have very specific desires. Und alle Handwerker habe ich gesagt, du weißt, wo der Maurer das Loch gelassen hat. And to all those people who came to work for me, I told them, well, you know, where the builder has left the hole in the wall. Mhm. Und irgendwie, ich habe es jetzt wieder aufgegriffen vor etwa 10 Tagen. And somehow 10 days ago, I started with this topic again. Und ich habe da ein wenig Bedenken, dass auch die anderen Handwerker wieder nicht das machen wollen, wie ich es gern hätte. And I'm a little bit concerned about the fact that those workers who will come won't do it the way I would like to have it done. Oh, okay. Control freak. How many of you are control freaks? Wie viele von euch sind denn Kontrollfreaks? Hand hoch. How many of you are perfectionists? Wie viele von euch sind Perfektionisten? Nein, nicht mehr. Mhm. Okay. So everywhere that you have created, only perfectionism can come into your space, and therefore it's delayed you from ever completing anything in life. Überall da, wo ihr beschlossen habt, nur Perfektionismus darf bei euch reinkommen und was euch dazu bringt, dass ihr alles andere in eurem Leben auch verschiebt. Do you see how that can close the doors of possibilities for someone that might do things slightly differently that would contribute to your spaces? Seht ihr, dass das die Türen schließt für die Möglichkeiten für jemanden, der das vielleicht nur eine kleine Spur anders machen würde als ihr? So where is that showing up in your life, Denise, that you are waiting for the perfect relationship, the perfect job, the perfect car, the perfect home? Do you see how we can limit ourselves? Wo taucht das für dich auf, Denise, in deinem Leben, wo du auf den perfekten Partner, den perfekten Job, das perfekte Zuhause, was auch immer wartest? Und siehst du, wie du dich einfach dann dadurch auch selbst begrenzt? It's just choosing, guys. Es geht nur um die Wahl.
Don't wait. Start co-creating with your spaces right away. Wartet nicht, sondern fangt sofort an, mit euren Räumen in die Co-Kreation zu gehen. So all of you that are in battle and fighting with your spaces, Alle von euch, die sich im Kampf oder im Krieg befinden und die ihr mit euren Räumen kämpft, and all the times that you've blamed your spaces for not having this or not having that, or it costs too much or it takes too much time. und überall, wo ihr eure Räume beschuldigt, dass sie eben das nicht haben und jenes nicht haben, dass es zu viel kostet und zu viel Zeit in Anspruch nimmt. I'm going to call bullshit. Ich nenne das einfach Bullshit. Just choose, guys. One drawer at a time, one space at a time. Es ist nur eine Wahl, Leute. Es ist eine Schublade oder ein Raum pro Tag oder für die Zeit, die ihr euch vornehmt. Do you see how we can block ourselves from creating something greater with and through our spaces? Seht ihr, wie wir uns selber blockieren, um etwas Größeres mit und durch unsere Räume zu kreieren? So just so you know, while we're all here right in front of each other, So, nur damit ihr wisst, während wir alle hier da uns gegenüber sitzen, uns anschauen, all your spaces are having a conversation with me. all eure Räume haben ein Gespräch mit oder führen ein Gespräch mit mir. So just when you think you're hiding something, Also, wenn ihr glaubt, dass ihr was verstecken könnt, I already know what's going on in your spaces. weiß ich schon längst, was da los ist in euren Räumen. Call that a gift or something else. It's something that it's like going into a cocktail party and everyone's spaces are having a conversation with me. Nenn es Geschenk oder was auch immer. Es ist so, wie wenn ich zu einer Cocktailparty gehen würde und jeder einzelne Raum von euch hat ein Gespräch mit mir. And trust me, I thought everybody had the same way of communicating with spaces for years. Und glaubt mir, ich hatte für Jahre geglaubt, dass jeder andere auch solche Gespräche mit Räumen führt wie ich. So if I ever run into you in classes, wherever we are in the universe, Also wenn ich euch jemals irgendwo treffen würde, egal wo im Universum, just know that your spaces are already going, yay, let's go over and chat with Lisa. seid euch sicher, dass eure Räume schon längst gesagt haben, ja, geh rüber und tratsch mit Lisa. So, what other questions do we have that have not yet been addressed about creating for your future with and through your spaces? Welche Fragen habt ihr noch, die wir noch nicht besprochen haben, wenn es darum geht, für eure Zukunft mit und durch eure Räume zu kreieren? Hello? Colleen. Oh, I know you're sitting there. What's going on in your universe? What is it that you desire for your future? Colleen, geht gerade in deinem Universum vor? Was wünschst du dir für deine Zukunft? Actually, there's something going on in my universe concerning my space. Tatsächlich ist gerade was in meinem Universum los, das meinen Raum, meine Wohnung betrifft. Den Raum. Den Raum, okay. And it's like when I'm with other people, I'm a psychologist, I work in my private practice, and when I'm with other people, it's like my space collapses. Also ich bin impacted by others. Ich bin Psychologin und ich habe meine eigene Praxis, und wenn ich mit Leuten arbeite, habe ich das Gefühl, dass der Raum kollabiert, also in sich zusammenfällt und halt unter dem Einfluss meiner Klienten. Habe ich das richtig übersetzt? Okay, so this is very interesting. So what is that when you say your spaces collapse? So, das ist sehr interessant. Was ist es, wenn du sagst, deine Räume
kollabieren oder fallen zusammen. It's like my world gets tight and somehow I get intense. It's like I have no, it's like I'm not there somehow. Also meine Welt wird eng und es spürt sich so an, als ob ich eine sehr starke Intensität habe. Es ist so, als ob ich nicht da wäre. So is this in only your business space or is this in your personal? And it's das- also in my personal space. Entschuldigung. Ist es nur in deinem Arbeitsraum oder auch in deinen persönlichen Räumen? So is your business and personal together? Ist dein Business und dein Privatbereich in einem? Ja. And so when you have clients, is it a defined space or is it also a space that you entertain? Ist, wenn du Klienten hast, ist das ein definierter Bereich oder ist das ein Bereich, der immer, also den du immer bespielst, quasi auch, wo du, keine Ahnung, Gäste empfängst? I have my private practice in the cave, and it's in the same house, but we live on the pavement and the first floor, and the private practice is in the cave. In the cave. Ich habe meine private Praxis in einer Höhle, im Keller. Ja, im Keller. Okay, it's in the cellar. I get it. I get it. So this Also die Praxis ist im Keller und wir bewohnen das Erdgeschoss und den ersten Stock. Okay, so everyone that's just listening, just because this is something that we play with when we delve deeply into the class, okay? But for now, we're going to play with how you define the space. Und das ist für euch alle, die ihr zuhört, wir tauchen wirklich tief ein in den Kursen. Jetzt geht es einfach nur darum herauszufinden, wie ihr Räume definiert. So do you get the energy of a cave? Habt ihr die Energie von einer Höhle? So how many bodies here love going into a cave? Wie viele Körper hier lieben es, in eine Höhle zu gehen? And how many people, when they think of a cave, actually imagine that the cave will collapse in on them and smother them? Und wie viele von euch, die, wenn sie sich vorstellen, in eine Höhle zu gehen, haben das Gefühl oder die Angst davor, dass diese Höhle zusammenbrechen und einstürzen könnte und den Körper drunter zerdrücken? Wow. So it's interesting that Celine, that you're in your practice, you actually have the sense that everything is caving in on you. Also es ist sehr spannend, dass du, Celine, das Gefühl hast, dass in deinem Praxisraum sich quasi alles wie eine Höhle um dich schließt. Wow. So truth, do you desire to stay with your practice in the cave or would you like to create something else? Wahrheit. Wünschst du dir, mit deiner Praxis in der Höhle zu bleiben oder möchtest du etwas anderes kreieren? Do you see how she starts to laugh? Seht ihr, wie sie anfängt zu lachen? Yeah, because this is actually the progress I'm in presently. Das ist genau der Prozess, in dem ich gerade drinnen bin. To open up, to get more online, to give classes, to expand. Ja, einfach das ganze Business auszudehnen, viel mehr online zu machen und Kurse zu geben. So just now, so just to give you a little taste for all of you that are here right now, the Creating Conscious Spaces class delves into each element of all the spaces that you live, work, and play in presently. Also nur damit ihr eine Vorstellung habt, dieser Creating Conscious Spaces, also diese bewussten Räume kreieren, dieser Kurs taucht wirklich tief ein in jeden einzelnen Raum,
in dem ihr arbeitet, spielt, lebt, also gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt. So we play with all the jobs of our spaces that they have currently. Wir spielen mit den Jobs, die die Räume gerade jetzt zur Zeit haben. And then we can either redefine those jobs Und dann können wir entweder diese Jobs neu definieren or we can ask for the space that we're currently in to assist us by helping us find another space that we can co-create with. oder wir können den Raum, den wir gerade bewohnen, bitten, uns zu helfen, einen neuen Raum zu finden, mit dem wir co-kreieren können. And you can see Saskia is like jumping on it because she's like, wait a minute, I want to know more about that. Und ihr könnt gerade Saskia beobachten, wie sie auf das aufgesprungen ist, so nach dem Motto, Moment mal, da möchte ich mehr wissen. So let me just tell you, and we're not going to be doing this whole class here on Facebook Live, but I really invite you to acknowledge that the space that you're in now, whatever you have labeled or defined it as, let's let all those labels go. Also wir machen das jetzt nicht in diesem Zoom-Call oder Facebook Live, aber seid bereit, einfach die ganzen Definitionen und Bezeichnungen, die ihr für eure Räume habt, einfach gehen zu lassen. And now we ask the spaces that we're in, it's like putting a fresh coat of paint on it. Und jetzt fragen wir die Räume, in denen wir leben, das ist wie eine neue Farbe auf die Wand zu geben. It's like going to the store and getting a brand new pair of shoes. Das ist wie wenn man ins Geschäft geht und ein paar neue Schuhe kauft. Only one? Oh, okay. Maybe more than one. And for a man, maybe a beautiful sweater, shirt. Okay, ich habe gefragt, nur ein paar Schuhe und Lisa hat gesagt, naja, für einen Mann kann es auch ein Pullover sein oder so. Ja, also. And a new beautiful pair of sunglasses so that you see your spaces as if for the very first time. Und bitte unbedingt auch ein paar neuer Sonnenbrillen, damit ihr eure Räume wirklich zum allerersten Mal sehen könnt. Kinda cool. Irgendwie schon großartig, cool. So, if you are curious, you can reach out to Stefan or Liga. Also wenn ihr neugierig seid, könnt ihr Stefan oder Liga kontaktieren. Or myself. Oder Lisa persönlich. Come on to the Creating Conscious Facebook page where we play with spaces. Kommt auf die Facebook-Seite Creating Conscious Spaces, da spielen wir mit Räumen. And it's showing up in German, French, Portuguese, English, Chinese. Und wir haben dort Deutsch, Französisch, Englisch, Portugiesisch und auch Chinesisch. And Dutch. Und Holländisch. Yeah. So spaces don't define themselves by languages, by the way. Und Räume definieren sich selbst nicht über Sprache oder Sprachen. Spaces are the language of energy. Die Räume sind die Sprache der Energie. So whatever you are desiring for your future going forward, was auch immer du dir für deine Zukunft wünschst, um auch voranzugehen, are you willing to change the world one space at a time? Bist du bereit, deine Welt zu verändern, und zwar einem Raum nach dem anderen? One cupboard or drawer or closet at a time. Einen Schrank oder einen begehbaren Schrank oder auch ein Schubladenelement nach dem anderen. One briefcase, one purse, because I know some of you have purses that are overflowing. Einen Aktenkoffer oder eine Handtasche oder was auch immer nach der anderen. Denn ich weiß, einige von euch haben Taschen, die quellen über. One computer that's overloaded with emails at a time. Einen Computer, der überfüllt ist mit E-Mails.
So when we play with spaces, everything shifts in our lives. Also wenn wir mit Räumen spielen, dann verändert sich alles in unserem Leben. So the greatest takeaway from today's call Also das Größte, was ihr euch mitnehmen könnt aus dem heutigen Call, is inviting all of your spaces to co-create with you. ist, dass ihr all eure Räume dazu einladet, mit euch zu kreieren. And on the chat, on the right-hand side, you'll see all the links to what's going on. Und im Chat auf der rechten Seite seht ihr schon alle Links, was, wann, wo, wie passiert. So any other questions before we run? Gibt es noch eine Frage, bevor wir aufhören? Stefan, Andrea, anything to share with the group? I'm fried. Maybe for Celine. I have information for Celine. Ich habe eine Info für Celine. Creating conscious spaces. Before it comes to Austria, it comes to Belgium. Und bevor Lisa mit dem Kurs nach Wien kommt, ist der Kurs in Belgien. I just saw it in the group. Yeah, just saw it in the group. Thank you. Yes, and go to the infiniteenergies.ca webpage, and it actually translates into the language that you click on up in the little world globe. Und auf meiner Homepage infiniteenergies.ca findet ihr alles auch in eurer jeweiligen Sprache. Da gibt es eine Weltkugel, und wenn man da draufklickt, kommen verschiedene Flaggen, und hinter jeder Flagge verbirgt sich dann die entsprechende Sprache. Aw, sprechen Sie. I'll be speaking German in no time. Danke. Yes. Bitte. So I'm so grateful for all of you to show up and have your spaces invite you to this call. Ich bin euch allen sehr dankbar, dass ihr gekommen seid und dass euch eure Räume zu diesem Call eingeladen haben. I do have a question though. Irene. Ich habe eine Frage, und zwar Irene. Any questions about spaces? Hast du Fragen über Räume? Oh, nein, im Moment nicht wirklich. Not really at the moment. Okay. Is what's going on in your space right now? Was ist gerade in deinem Raum los? Ja, in meinem Raum ist sehr viel los im Moment. Actually, there's a lot of going on in my space at the moment. Okay. And can you expand on that? Kannst du dich da ein bisschen mehr ausbreiten darüber? Hello? Bist du noch da? Is this not cool? Ist das nicht cool? So do you get that there's an energy that's playing right now? Merkt ihr alle, dass es da eine Energie gibt, die gerade spielt? Yeah. Okay, so so any of you that are wondering what can play on with spaces do have entities attached, okay? Also wenn ihr jetzt gerade drüber nachdenkt, was da so los sein kann mit Räumen, Räume können auch Entitäten beinhalten. So this is something that never freaks me out, and it's an invitation for everyone here on the call that we get to play with this. It's kind of fun. Und das ist nichts, wo ich drüber auszucke oder so, sondern es ist einfach etwas, womit wir spielen. Also das ist ganz normal quasi. So again, remember your spaces are having a conversation with me, and her space was already communicating with me on the call. Also erinnert euch dran, dass Räume immer mit mir kommunizieren, und ihr Raum hatte während des Calls schon ein Gespräch mit mir. So Irene, if you want to touch base with me after. Also Irene, wenn du mich nachher kontaktieren möchtest, bitte sehr gerne. And perhaps Andrea could translate. Und Andrea kann sicher übersetzen. Okay, Carrie's popped on. Is there something going? Carrie's going. Eine Frage, ja. Wie ist es, wenn man die Räumlichkeiten hat,
Also mein Praxisraum ist da drin, wo früher die Großeltern von meinem Ehemann ihr Schlafzimmer gehabt haben. Okay. My business room is in the former bedroom of my husband's grandparents. So, So what are you aware of, Carrie? und wessen bist du dir bewusst oder was bemerkst du? Ja, ich merke halt so eine drückende Energie, weil oberhalb mein Schwiegervater und seine dritte Frau wohnen. It's Ja, kind of sehr unruhig. Pulling me down because above the room, her father-in-law is living with his third wife, and it's Oh, how fun! yeah. Oh, and Carrie, are you in Germany? Bist du in Deutschland? Okay. Yes. Oh my God, we could have so much fun with your spaces in class. I'm saying yes. Wir könnten wirklich viel Spaß mit deinen Räumen im Kurs haben. Yeah. Okay. So this is more than what we can cover here, but absolutely. Das ist mehr, als wir jetzt in diesem Call noch besprechen können. Yeah. Yeah. And I'm grateful that you had jumped forward. Ich bin sehr dankbar, dass du nach vorgekommen bist, quasi, dich gemeldet hast. There is never a dumb question or a dumb awareness. Also da gibt es nie eine dumme Frage oder ein dummes Gewahrsein oder so. Spaces will always, always, always gift you what it is you desire to know right now. Also die Räume werden dir immer das schenken, was du gerade jetzt wissen möchtest. So. Die Frage ist, kann es sein, dass dann noch Entitäten von den Großeltern von meinem Ehemann sind? Could it be that there are the entities of my husband's grandparents still in this room? Hello. Yeah, and that's and so whenever we try to resist and pretend we don't know. Also wann immer wir in den Widerstand gehen und vorgeben, nicht zu wissen. My target is to empower you to communicate with your spaces with complete confidence. Ist es mein Ziel, dass du mit totalem Selbstverständnis mit deinen Räumen zu sprechen beginnst. It's so fun and so easy. Oh, Irena. Es ist so lustig und so leicht. Ah, Irene ist zurück. Yeah. So we could do lots of talking. Irena, how is your space right now? Wir können noch viel weiter sprechen, aber Irene, wie ist es jetzt gerade in deinem Raum? Sorry, ich kann euch nicht sehen. Mein Internet hat sich gerade verabschiedet, aber irgendwie habe ich kein Bild jetzt mehr. Okay, guys, I can't see you. My internet somehow doesn't work quite well. I can just listen to you. Okay, so again, Irena? Yes? Your space is having a conversation with me and with everyone else here on the call. Okay. Also dein Raum hat gerade ein Gespräch mit mir und jedem anderen hier in diesem Call. Are you in Germany? Bist du in Deutschland? Nein, I'm in Austria. Ah, Sie sind... We will see you in class. Yes, okay. Großartig. Yeah. And I Saskia, Oswald, Celine, Carrie, Denise, Claudia, and Alex, and whoever's on iPhone. We will see you in class because we're going to play with your spaces. Yes, okay. Wir sehen euch beim Kurs. Wir werden mit euren Räumen spielen. Oh, ja, wunderbar. Oswald, yes. Ich hätte noch eine Frage, die über ummauerte Räume hinausgeht. Okay, I have a question that goes beyond spaces with walls around them. Yes. Es ist über Traumräume. It's about dream spaces. Yes.
Is this also part of spaces? Ist es auch ein Teil von Räumen? So the gift of you, Oswald, is that you already have an awareness that spaces aren't defined. Also das Geschenk, Thank you. das du hast, Oswald, ist, dass du schon ein Gewahrsein darüber hast, dass Räume nicht definiert sind. So we would love to see you in the class where we can play more about all spaces. Also es wäre wirklich schön, wenn wir dich im Kurs haben, damit wir mit allen Räumen spielen können. Okay. Maybe you have heard what happened in Munich with ESB. I was on the stage. Vielleicht hast du schon gehört, was am ESB in München war. Ich war auf der Bühne. Und das, was ich erlebt habe, war einfach, dass ich nur Raum war. And what I have encountered was, or experienced, was that I was just space. Very beautiful. Das ist sehr schön. I don't know. I'm grateful for your share. I'm very, very grateful. And this is truly one of the ways that we can play with spaces is truly creating conscious spaces is also just being the energy of space without judgment. Ich bin sehr dankbar, dass du das mit uns geteilt hast. Und das, worum es auch beim Kreieren von bewussten Räumen geht, ist, dass man Räume kreiert ohne Bewertung. At home, I can show you. It looks like I'm a Messi, but I'm not. Es sieht aus, als ob ich ein Messi wäre, aber ich bin es nicht. So Oswald, Yes? we will go into more details in class. This is your time to play. Wir werden da ins Detail gehen, Oswald, während des Kurses. Jetzt ist, dann ist die Zeit zum Spielen. So I have to run. I have another call with Brazil in Portuguese. Ich muss laufen. Ich habe den nächsten Call auf Portugiesisch mit Brasilien. I am very, very grateful for everyone that showed up today, and I look forward to all of your spaces coming to class. Ich bin euch allen sehr, sehr dankbar, die ihr hier wart, und ich freue mich schon auf all eure Räume, die dann zum Kurs kommen. Known and unknown spaces. Bekannte und unbekannte Räume. So, changing the world one space at a time. Also wir verändern die Welt einen Raum nach dem anderen. Thank you everyone for joining us, and what can we be or do that will create a greater future with and through your spaces? Danke euch allen, und was können wir sein und tun, das eine größere und bessere Welt mit unseren und durch unsere Räume kreieren wird. Send Liga or Stefan your email so you can get a recording of this. Schickt an Liga oder Stefan eure E-Mail-Adresse, dann bekommt ihr eine Aufnahme von diesem Call. Thank you, thank you. See you out there soon. My Danke. says thank you. Bye, thank Mein you. Raum sagt danke. Bye. Bye.